Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht. Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE mit Sitz in Gelsenkirchen. Masterflex, das ist ein Spezialist für anspruchsvolle Verbindungs- und Schlauchsysteme. Heute gab es die Zahlen fürs erste Quartal 2021. Hier kommen die Eckdaten. Umsatz 19,5 Millionen. Das ist etwa 5% unter Vorjahr, da waren es 20,5. Kann man sagen, die Kunden sind auch im neuen Jahr noch ein bisschen zurückhaltend? Kann man eigentlich und glücklicherweise nicht so sagen, sondern man muss das bei uns etwas branchenbezogen sehen. Das erste Quartal 2020 war noch sehr stark von einer Corona-freien Zeit geprägt. Das war eigentlich nur Asien, die seinerzeit runtergegangen sind. Und wir waren gerade in Q1 2020 in der Luftfahrtindustrie sehr stark. Und das hat sich natürlich mit dem Q1 2021 deutlich gedreht. Insofern ist ein Großteil dieses Umsatzrückgangs schon auf die Luftfahrtindustrie zurückzuführen. Und wir sehen glücklicherweise in anderen Branchen, auch Maschinenbau, Automotive, Erholung. Und das ist wirklich sehr, sehr positiv zu sehen. Und wenn man das jetzt nicht direkt mit dem Q1 des letzten Jahres vergleicht, sondern so den Weg, den wir in den letzten Wochen und Monaten gegangen sind und auch mit den letzten Wochen des letzten Jahres vergleicht, sehen wir wirklich einen Aufschwung, auch querbeet über viele Branchen. Ausgenommen, wie gesagt, ein bisschen noch die Luftfahrtindustrie. Aber das tut schon gut. Also es ist schon so ein bisschen Rückenwind, den man wieder spürt oder dass die Wirtschaft in den Startlöchern steht. Es gibt natürlich Themen, die das noch ein bisschen bremsen, aber wir merken schon, wir stehen in den Startlöchern. Ich hatte gefunden, ich weiß nicht, ob das Zitat von Ihnen oder vom CEO war, das erste Quartal war herausfordernd. Was war jetzt das Herausfordernde? Sie klingen relativ entspannt. Es sind schon ein paar herausfordernde Themen zu meistern. Das für uns vielleicht dramatischste oder wichtigste Thema ist die Situation an den Rohstoffmärkten. Das ist ja auch in den Zeitungen zu lesen, insbesondere was die Chipindustrie angeht. Von der sind wir jetzt nicht so abhängig, aber ähnliche Szenarien haben wir auch in der Kunststoffindustrie. Und das hat quasi zwei Konsequenzen. A, steigende Rohstoffpreise, die wir auch beziehen, und zweitens Knappheiten. Und Knappheiten ist natürlich das, was uns noch am meisten sozusagen bedrückt, weil wir dann die Kunden nicht beliefern können. Und es gab auch bei den Zulieferern verschiedene Force-Majeure-Fälle. Und das ist natürlich eine sehr unglückliche Entwicklung. In der Presse war natürlich auch zu lesen, was im Suezkanal passiert ist, auch wenn wir davon direkt vielleicht nicht so abhängig waren, weil wir aus der Region nicht so viel Waren beziehen. Ist trotzdem die Situation an den Rohstoffmärkten herausfordernd. Das Zweite ist natürlich, wenn ich, wie vorhin gesagt, die Wirtschaft in den Startlöchern sehe, ist aber auch das Thema Impffortschritt, was sozusagen als zweites Thema bremsend ist. Und das bedeutet natürlich auch die eigene Mannschaft, die auch so ein bisschen vielleicht dann schon mal Ermüdungserscheinungen hat, dann trotzdem immer wieder zu stärken und Mut zuzusprechen. Und ich glaube, das kennen viele Leute aus ihrem Privatleben. Da sind wir ja gar nicht allein mit, sondern das ist schon so eine gewisse Ermüdung, mentale Ermüdung bei vielen zu sehen. Und deswegen ist das eine herausfordernde Zeit auch in Q1 gewesen, aber tatsächlich sind wir mit der Entwicklung, die wir in Q1 genommen haben, sowohl umsatzseitig, aber insbesondere auch ergebnisseitig durchaus sehr zufrieden. Ich kann hinter alles, was Sie gesagt haben, kann ich Haken machen. Kenne ich auch selber diese Erschöpfung, diese Müdigkeit. Wir wollen jetzt irgendwo alle raus und wir können diese Inzidenzen nicht mehr hören und sehen und wir wollen alle geimpft werden. Auch das Thema Halbleitermangel, das hatte ich auch irgendwo auf dem Schirm, wo ich jetzt gedacht habe, naja, vielleicht sind das Ihre Kunden, die jetzt sagen, oh, bei mir stehen die Bänder still, ich kann jetzt nicht. Ich war ein bisschen überrascht, dass Sie sagen, Kunststoffe sind knapp. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Wir verarbeiten ja Spezialkunststoffe und generell gab es einige Kunststofflieferanten, die auch Force-Majeure-Fälle hatten. Und das bedeutet, dass dann diese Kunststoffe verteilt werden und nicht mehr verkauft werden. Unsere Tochterunternehmen APT, die arbeiten mit Fluorpolymeren. Das sind Kunststoffe, die sehr resistent gegen Anhaftung sind und die sind zum Beispiel dann sehr knapp. Das ist öfter mal so bei diesen Kunststoffen und das ist diesmal jetzt mit der Situation, die wir jetzt haben, auch so. Und viele Kunststoffhersteller sind in der Krise. Im letzten Jahr haben die ihre Kapazitäten sehr, sehr stark nach unten geschraubt, auch überproportional nach unten geschraubt und die kommen jetzt nicht so aus den Startlöchern. Und Sie haben recht, in der Presse ist mehr von den Chips zu lesen. Ich habe aber kürzlich auch einen Bericht gelesen, dass auch die Kunststoffindustrie, auch wenn es vielleicht nicht medial so auf dem Schirm ist, davon stark betroffen ist. Also insofern, es ist so. Das heißt, Sie haben dann auch tatsächlich Kunden nicht beliefern können. Also das ist ein Thema, wo Sie sagen, da fehlt mir jetzt Umsatz.
Glücklicherweise noch nicht, aber wir beobachten den Markt sehr, sehr aufmerksam und hoffen, dass wir nicht in die Situation kommen, keine Rohmaterialien zu haben, um die Kunden nicht beliefern zu können. Bis jetzt konnten wir aber grundsätzlich unsere Kunden beliefern, aber wir haben nicht die Rohstoffe für das ganze Jahr gesichert, was bei uns eigentlich eine normale Situation ist, weil wir hier Jahreskontrakte mit den Lieferanten haben und das Spiel hat sich dieses Jahr ein bisschen gedreht und insofern gucken wir mit wachem Auge in die Zukunft, dass wir nicht in diese Situation reinrutschen. Back to Double Digit. Das könnte ja auch irgendwie ein Schlachtruf sein beim, keine Ahnung, Basketball oder beim Volleyball. Was genau ist das? Ist das eine einprägsame Verpackung für, wir machen Sparmaßnahmen? Immerhin steigt ja das Konzernergebnis, auf der anderen Seite sinkt aber der Umsatz. Man kann es als Sparmaßnahme bezeichnen, aber wir intern bezeichnen es schon ein bisschen anders. Denn unser Ziel ist schon, wir sind ein Spezialmarkthersteller, dass wir zweistellige EBIT-Margen erreichen. Und es hat sich dann so im Jahr 2018 so ein gewisses Maß an Unzufriedenheit eingestellt, sodass wir dann intern dieses Programm Back to Double Digit aufgelegt haben, was primär darauf zielt, dass wir unsere Personalproduktivität erhöhen. Im Prinzip ist, was dahinter hängt, auch, dass wenn man ein höheres EBIT hat, was glaube ich für unsere Branche, unsere Produkte, wir sind ein Nischenplayer, sehr, sehr wichtig ist, dass wir dort auch damit ein Stück Freiheit wieder erlangen. Denn im Prinzip ein gutes Ergebnis bedeutet auch, dass man mehr Möglichkeiten am Kapitalmarkt hat, sich Kapital zu beschaffen, dass man mehr investieren kann in Zukunftstechnologien und so weiter und so fort. Insofern ist es für uns auch stark mit dem Bereich Freiheit verknüpft, einfach mehr Dinge in Zukunft zu machen, als wir das im Prinzip in der Vergangenheit vielleicht auch machen konnten. Wie lautet denn jetzt das Ziel für dieses Jahr? Ich habe gelesen, Umsatzsteigerung 2-5%. Gut, jetzt nach dem Corona-Jahr klingt das noch nicht so kraftstrotzend. Jetzt kommen wir aus dem ersten Quartal, da fehlen ja erstmal 5%. Das müssen Sie erstmal aufholen. Genau, das ist auch das, wie wir es sehen, auch wenn die Zahl 2-5% ja erstmal ein bisschen vielleicht defensiv klingt, aber bedeutet es ja, dass das erste Quartal 2020 noch ein starkes Quartal war und wir erstmal dagegen ankämpfen müssen. Insofern haben wir eigentlich nur 3 Quartale, um das, was wir jetzt im ersten Quartal 2021 verloren haben, wieder aufzuholen. Und deswegen wird natürlich das Wachstum in den folgenden Quartalen deutlich größer sein als 2-5%. Aber in Summe über das Jahr hinweg werden wir sicherlich irgendwo dort landen. Und wenn es mehr wird, weil die Konjunktur stärker anspringt, die Rohstoffmärkte sich beruhigen, nehmen wir das logischerweise gerne mit, sind auch darauf kapazitätsseitig und so weiter vorbereitet. Aber dadurch, dass es noch so viele Unwägbarkeiten gibt, sollte man, glaube ich, schon mal zufrieden sein, wenn man in diesem Jahr mit diesem Bereich wächst. Und dann schauen wir mal, ob noch mehr geht oder nicht. Was bedeutet das dann für die Ergebnisseite? Also ergebnisseitig wollen wir sowohl absolut logischerweise als auch prozentual, das ist ja sicherlich wichtiger, wachsen. Und wir wollen vor allem in diesem Jahr zeigen, dass der Sprung zu einer zweistelligen EBIT-Marge im Jahr 2022 nicht unrealistisch ist oder nicht eine ganz große Hürde noch wird, die wir uns da aufgebaut haben. Ich denke, dass das erste Quartal schon zeigt, mit einer EBIT-Marge von 11,3%, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir wissen, dass wir eigentlich unser Geld bis zum dritten Quartal verdienen müssen, weil das vierte Quartal aufgrund der Weihnachtszeit immer das Schwächste bei uns ist. Und deswegen hoffen wir, dass wir einfach die nächsten Monate weiterhin gut arbeiten, gute Ergebnisse zeigen und dann ein vernünftiges und gutes Sprungbrett für eine zweistellige EBIT-Marge in 2022 haben. Dann warten wir mal ab, ob sich diese Saisonalität auch in der Nach-Corona-Zeit irgendwo manifestiert oder ob es da alles über den Haufen geworfen wird. Eine Sache noch, Analysten sehen das Kursziel der Masterflex bei 7,10 € und da stehen wir gerade. Moody's gibt 7 von 10 Risikopunkten. Fühlen Sie sich derzeit fair bewertet am Markt? Also normalerweise sagen wir ja wenig über unseren Aktienkurs. Ich würde persönlich sagen, dass eine gewisse Unsicherheit im Kapitalmarkt ist, ob wir wirklich in Richtung der zweistelligen EBIT-Marge gehen. Es gibt ja auch Analysten und Zeitschriften, die von einer 10 € oder mehr gesprochen haben. Insofern glaube ich, dass da noch Luft nach oben ist, aber wir müssen es halt auch zahlenseitig beweisen und ich glaube, wir haben mit Q1 da schon gut angesetzt und ich denke, dass da noch Luft nach oben ist und auch perspektivisch über die nächsten Jahre. Wir denken auch nicht ganz so in Quartalen, sondern wir denken in einem sauberen, strukturierten Unternehmensentwicklung über mehrere Jahre hinweg auch und insofern sehen wir da noch durchaus viel Potenzial nach oben.
Und vor allen Dingen denkt man in zweistelligen Kategorien. Back to Double Digit. Wir sprachen mit dem Finanzvorstand von Masterflex, Marc Becks. Dankeschön fürs Interview. Gerne, ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG.